Servus da draußen, ein frohes neues Jahr. Hier ist wieder der Rudi und ich begrüße euch beim ersten Video 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich möchte euch gleich zu Beginn des Jahres ein Spielsystem vorstellen, und zwar War Gods, und dazu kommen wir gleich. Bevor ich jetzt aber mit dem Spielsystem, mit der Vorstellung beginne, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, ähm, die ich in der Vergangenheit schon mal hin und wieder im ein oder anderen Video hatte. Und zwar, das wäre mal der erste Punkt, das Thema den Kanal abonnieren und eventuell auch die Glocke aktivieren. Das habe ich schon im ein oder anderen Video erwähnt und würde mir natürlich sehr viel helfen. Daher wäre es toll, wenn ihr das machen würdet, und erwähne es hier auch nochmal. Und im Speziellen dann natürlich auch, dass ihr unten das Video kommentiert oder eben auch ein Like für die Videos da lasst, weil mir das alles eben helfen würde auf YouTube mit den Videos, um besser gefunden zu werden und eben den Kanal weiter aufbauen zu können. Und dann noch schnell zum zweiten Punkt. Das habe ich, glaube ich, noch gar nie angesprochen gehabt. Und zwar wegen den Uploads bei mir auf dem Kanal. Ist es eben so, es wird jeden Freitag am Nachmittag passend zum Start ins Wochenende ein Video kommen. Das war ohnehin schon die letzten Monate seit Beginn des Kanals so, aber ich wollte hier mal das Ganze erwähnen, weil ich das noch, glaube ich, überhaupt noch nie gemacht habe. Gut, aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein mit Werbung, und damit hätte ich gesagt, ab ins Video und ins eigentliche Thema. Wie anfangs schon gesagt, es geht hier heute um War Gods, ein Spiel der amerikanischen Firma Crocodile Games. Und ich möchte das Spiel mal vorstellen, weil es bei uns doch recht unbekannt zu sein scheint. Das, was wir hier haben, und ich will noch dazu erwähnen, weil es vielleicht die ein oder anderen nicht so ganz interessieren könnte, weil man hier schon sieht, es geht um Thema Ägypten und so. Oh, aber bevor ihr jetzt wegschaltet, hier geht es nicht nur um dieses Thema, beziehungsweise es ist zwar ein Tabletop-Spiel, das aber nicht nur ausschließlich im ägyptischen Umfeld spielt, sondern auch olympische beziehungsweise griechische Einflüsse sind dabei und eben dann auch ein bisschen mehr dann noch in Richtung Fantasy beziehungsweise so Wendigos, und dazu dann später auch noch ein bisschen was. Aber okay, zum Spiel selbst. Das Spiel ist, wie ich schon sagte, von der amerikanischen Firma Crocodile Games. Hier ist das Regelbuch der zweiten Edition, wie wir hier sehen, auf Deutsch. Das Spiel selbst in der ersten Edition kam meines Wissens 2001 auf den Markt. 2004 hat dann Crocodile Games sich entschieden, die zweite Edition herauszubringen. Das ist eben diese hier, die wir hier haben. Das ist auch nach wie vor jetzt zu Anfang 2021 die aktuelle Edition, die es gibt. Also das ist seit 2004 also ein und dieselbe Edition. Da ist nichts Neues da inzwischen gekommen, obwohl immer wieder natürlich Sachen neu dazukommen und erscheinen. Aber das Regelsystem selbst ist nach wie vor noch das von 2004. Und eben hier die deutsche Variante, die ist damals von Ulysses Spiele, wie wir hier sehen, herausgebracht worden. Und zwar im Jahr 2008, soweit ich das weiß. Ja gut, was ist hier mal das Spezielle, oder wieso will ich euch das Spielsystem überhaupt vorstellen? Ich habe es mir, glaube ich, damals irgendwann 2009, 10 herum, schätze ich mal, geholt. Und es hat mich in der Hinsicht interessiert, weil, wie viele andere auch, habe ich zu der Zeit damals sehr viel oder auch Warhammer Fantasy gespielt und eben hauptsächlich Gruftkönige. Und daher hat mich dieses Thema, das wir hier auch auf dem Bild eben von Anfang an schon gesehen haben, mit diesem Ägyptischen sowieso angesprochen. Da habe ich mir gesagt, ich sehe es mir ganz einfach mal an. Und wenn man sich es eben anschaut, von gewissen Bildern hier, man hat auch so Regimentaufstellung,
Also es hat dann doch eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten zu eben Warhammer Fantasy in der Hinsicht dann gehabt für mich, und daher wollte ich mir das Ganze einfach ansehen. Und wieso ich es eben hier jetzt auch vorstelle, ist die Spielmechanik, die ich doch recht interessant fand und nach wie vor finde bei dem Spielsystem. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht doch für den einen oder anderen von Interesse, falls er das Spielsystem noch nicht kennt oder noch nie was davon gehört hat. Wir haben hier jetzt eben das War Gods of Aegyptus. Und eben, wie gesagt, das Spiel spielt tatsächlich im alten Ägypten. Und zwar, wir haben hier eben keine Fantasy-Welt klassisch, sondern hier sieht man schon auf der Karte Mittelmeer und das Land Ägyptus und dann eben auch diverse durchaus bekannte Städte, nur halt eben noch mit gewissen Sachen angepasst an das Spielsystem und an die Welt. Aber an und für sich, wir befinden uns hier in unserem Ägypten sozusagen. Und man sieht das auch hier bei den Fraktionen. Das sind so die Armeen, die man spielen kann, beziehungsweise die Fraktionen, die es gibt. Und dabei ist es eben immer so, die gehören einer gewissen Gottheit an, wie zum Beispiel ganz oben schon als erstes Anubi, die Nachkommen des Anubis. Ist jetzt in der Hinsicht nichts Besonderes. Oder auch Basti hier mit Bastet. Soweit dürfte das auch durchaus interessant sein für Leute, die sich eben mit Ägypten ein bisschen auskennen und die sich dafür interessieren. Und es ist dann eben so, was mich dabei interessiert hat, ist vor allem das Spielprinzip selbst. Also man verwendet hier im Gegensatz zum alten Warhammer Fantasy oder generell den Games Workshop Spielen 10-seitige Würfel und hat aber ansonsten auch eine ähnliche Struktur mit eben Regimentern, die man aufstellt. Und auch hier von den Werten her, als Profil zum Beispiel von einem Anubi-Krieger, der hat eine Bewegung von 5, hat eine Wunde, eine Attacke, einen Nahkampfwert von 4, Fernverteidigung von 4, einen Fernkampfwert von 6, wenn er eben einen Bogen zum Beispiel hat, dann eine Disziplin, das ist die Moral, und dann 12 Punkte kostet ein Modell. Also soweit durchaus etwas, das man kennt. Und das, was mich aber besonders eben interessiert hat bei dem Spielsystem, sind hier diese Befehle. Denn im Gegensatz zu zum Beispiel Warhammer Fantasy oder auch anderen Spielsystemen in diesem Umfeld ist es hier so, dass man ungefähr, also für so eine normale Größe könnte man sagen, sind 1000 Punkte angedacht, wobei das Spiel hier durchaus ein bisschen auch in Richtung Kampagnenspiel abzielt und daher sagt, ja, 1000 Punkte ist vielleicht ein ganz guter Start oder auch für ein normales Spiel mit 2, vielleicht auch maximal 3 Stunden Spielzeit, wobei eher so 1,5, 2 Stunden würde ich vermuten, auch für Turniere und so weiter. Zielt aber ansonsten auch auf Kampagnenspiel ab. Dazu gibt es auch hinten im Regelbuch dann ein Kampagnensystem dafür. Aber das, was meine Aufmerksamkeit eben bei dem Spiel besonders erregt hat, war dann eben das Befehlssystem. Denn es gibt hier verschiedene so Befehlsmarker. Die gibt es dann auch hier im Regelbuch dabei zum Ausschneiden bzw. zum Drucken. Die Rückseiten für Blau und Rot, damit man sie unterscheiden kann. Und dann hat man hier eben diese Befehlsmarker mit eben Vorrücken, das ist eben normales Bewegen, ein schnelles Vorrücken ist quasi die doppelte Bewegung, aber nur geradeaus, halten, stehen bleiben, dann Sturmangriff ist quasi der Charge in den Nahkampf, feuerfrei bedeutet die Einheit soll schießen oder eben auch hier gibt es einen Linksschwenk oder Rechtsschwenk und eben noch verschiedene weitere Möglichkeiten oder zum Beispiel auch eine Kehrtwende, die ich jetzt im Speziellen für die Streitwagen kenne. Ich glaube, die gibt es auch nur für die Streitwagen, diese Kehrtwende. Aber im Endeffekt ist es so, dass zu Beginn gibt es diese Befehlsphase, zu Beginn jedes Spielzugs. Dort nehmen die Spieler eben diese Marker und vergeben an jede ihrer Einheiten
einen Marker verdeckt. Das ist jetzt auch nicht zwangsweise etwas Neues, denn so etwas gibt es ja zum Beispiel auch bei X-Wing, wo man verdeckt dem angibt, welche Bewegung die Flieger eben durchführen sollten. Da bezieht sich das Ganze aber nur auf die Bewegung. Und eben Wargods hatte ein solches System hier dann schon früher. Und zwar eben, wie gesagt, es werden diese Befehlsmarker hier verdeckt hinter die Einheit gelegt, ohne dass es der Gegner weiß. Das machen beide Seiten. Und danach wird die Initiative bestimmt, welcher Spieler als erstes eben ziehen darf. Und der Spieler, der als erstes zieht, hat den Vorteil, dass er zwischen 1 und 3 Einheiten aktivieren darf. Und dort noch eine Besonderheit, er muss nicht seine eigenen Einheiten aktivieren, sondern der Spieler, der dann eben an der Reihe ist, wählt irgendeinen Marker auf dem Spielfeld. Das kann von einer seiner eigenen Einheiten sein. Hier zum Beispiel sieht man das. Es wird hier quasi für die Initiative gewürfelt und der Unterschied beim Initiativewurf hier gibt dann einen Initiative-Bonus an und dieser Bonus sagt dann quasi aus, wie viele Einheiten ich am Anfang der Runde aktivieren darf. Das können eben 1, 2 oder 3 Einheiten sein und wie eben bereits gesagt, ist man hier nicht daran gebunden, seine eigenen Einheiten zu aktivieren. Also im Vergleich zum anderen Spielen ist es hier nicht so, dass ich als Spieler meine kompletten Einheiten bewege, danach Magie mache, dann schieße, dann Nahkampf und dann ist mein Gegner an der Reihe, sondern es wird am Anfang eben, in der Kommandophase werden diese Marker hier, von denen ich gerade gesagt habe, verdeckt gewählt und hinter die Einheit gelegt. Dann wird die Initiative bestimmt. Der Spieler, der als erstes beginnt, hat dann eben einen Initiative-Bonus, wodurch er mehrere Einheiten aktivieren kann zu Beginn. Und dann beginnt eigentlich schon der Spielzug. Dann geht eben dieser Spieler, der die Initiative hat, her, sucht sich eine der Einheiten auf dem Spielfeld aus, die noch nicht aktiviert wurde, was natürlich zu Beginn ganz klar alle sind. Das muss, wie gesagt, nicht seine eigene Einheit sein, sondern kann auch eine Einheit des Gegners sein, die er dann aktiviert. Dann wird eben dieser Befehlsmarker umgedreht und die Aktion, die darauf abgebildet ist, ausgeführt, sofern diese durchgeführt werden kann. Und damit kann man dann schon recht taktisch arbeiten. Sobald der beginnende Spieler seine 1 bis 3 Einheiten, oder die 1 bis 3 Einheiten müssen ja wie gesagt nicht seine eigenen sein, angesagt hat zu aktivieren und deren Aktivierung beendet ist, wird abwechselnd aktiviert. Dann ist der Gegner eben an der Reihe, macht das gleiche mit einer Einheit, die noch nicht aktiviert hatte in diesem Zug. Auch hier wieder das gleiche Thema. Er kann auch eine Einheit des Gegners zum Aktivieren nehmen und dann muss der Gegner mit dieser Einheit eben den dementsprechenden Befehl ausführen, der angegeben ist, den sie bekommen hat. Und das wird dann abwechselnd so lange gemacht, bis alle Einheiten auf dem Spielfeld aktiviert sind. Und das macht das Spiel dann durchaus taktisch recht interessant, weil ich so eben dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Reihe bin als erster Spieler und ich darf Haus Nummer 2 Einheiten aktivieren, dann kann ich eben in der Vermutung, dass ich sage, okay, hinter dem Gebäude steht eine Einheit zum Beispiel des Gegners und die mit Bögen bewaffnet ist und die kann nicht schießen, die könnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht schießen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel recht hoch, dass der Gegner der Einheit eben den Befehl gegeben hat, sich nach vorzubewegen oder vorzurücken, um in der nächsten Runde schießen zu können. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt diese Einheit als erstes aktiviere des Gegners und ihn dazu zwinge, aus dem Gebäude oder vom Gebäude hervorzukommen, dann hat dann eine meiner Einheiten, die vielleicht in der Flanke steht, dann die Reichweite, um in der zweiten Aktivierung, die ich noch machen darf, einen Charge zu machen, den ich bereits als Befehl der Einheit vorher gegeben habe und kann somit den Angriff durchführen. Würde ich jetzt eine andere Einheit aktivieren, zum Beispiel einen Streitwagen von mir auf der anderen Seite des Spielfeldes und mich da nach vorne bewegen, dann würde ich zum Beispiel diese Möglichkeit verlieren.
weil dann dann aktiviere ich vielleicht noch eine andere Einheit oder ich aktiviere dann erst als zweites die Einheit des Gegners, bewege sie auch vom Gebäude weg nach vorne und habe jetzt da zwar noch immer den Befehl auf meine Einheit mit dem Angriff, um dann attackieren zu können, aber weil der jetzt da bei der dritten Aktivierung mein Gegner an der Reihe ist, aktiviert er eine seiner Einheiten, zum Beispiel eine Streitwageneinheit, die er dann dazwischen stellt oder die mich im Gegenzug angreift, sodass ich nicht mehr in der Lage bin, den Angriff durchzuführen. Und das, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen vom System her, weil man hier ein bisschen dann vorab eben planen muss und sich das Schlachtfeld eben ansieht und überlegen muss, wie man seine Einheiten aktiviert und welche Befehle man diesen gibt. Und auch hier, und es gibt dann noch eben verschiedenste Einheiten, und verschiedene Fraktionen, die man spielen kann. Und auch das, was mich zum Beispiel auch noch interessiert hat als zweiten Punkt bei dem Ganzen, ist eben dann die Zusammenstellung der Armee. Ich werde jetzt hier kurz skippen und dann sehen wir uns gleich wieder.